Ja, hallo Leute. 24. Woche bin ich jetzt. Und ich spekuliere natürlich immer noch und habe noch keinen Ultraschalltermin bekommen können. Das liegt aber nicht an mir, sondern an der Krankenkasse. Wir haben gewechselt von der französischen Krankenkasse zur deutschen Krankenkasse. Weil mein Mann arbeitet in Deutschland, da kann man auch in Deutschland krankenversichert sein. Und die deutsche Krankenkassenversicherungskarte kommt aber ewig nicht, weil die Franzosen, also die französische Krankenversicherung, ewig nicht ein Formular S irgendwas an die deutsche Krankenversicherung schickt, damit ich dann da, ja, drüber. Deswegen warte ich schon seit bestimmt 4 Wochen auf diese Krankenversicherungskarte und kann deswegen auch nicht einfach mal eben einen Termin machen, obwohl ich das eigentlich ganz gerne jetzt mal machen würde. Aber ich dachte, ich zeige euch mal, was ich taste, was mich vermuten lässt, dass es zwei sind. Und zur Veranschaulichung habe ich euch 2 Babys mitgebracht. Leider ist ich eigentlich immer 2 Puppen, 2 Babypuppen. Aber eine ist weg, habe ich nicht gefunden, also muss der Hund herhalten. So, aber erstmal taste ich, wie sie heute liegen, meiner Meinung nach, was ich empfinde. So, ich hoffe, man sieht es. Da ist der Bauch. So, Fundusstand ist das erste, woran ich denke, das ist größer, als es der Woche entsprechen sollte und sonst bei mir ist. Also wenn ich hier von oben nach unten runter taste, habe ich Oberkante Gebärmutter hier oben. Und das ist jetzt 2 Finger unter den Rippen. In der Einlingsschwangerschaft müsste es um diese Zeit bei mir so 1 Finger über dem Nabel maximal sein. Sowas. 1 Finger über dem Nabel. Sonst. Ja, aber es ist schon hier oben. Und bei den Zwillingen, also bei meiner letzten Schwangerschaft, war das nämlich auch so. Da war das auch um diese Woche schon hier oben, statt wie sonst in dieser Woche da unten. Erstes Indiz, was mich spekulieren lässt. Okay, nächstes Indiz. Also, um die Kitzlage zu tasten, habe ich ja schon mal irgendwann in dem Video erklärt. Will man rausfinden, Längslage, Querlage. Das ist so, um zu wissen, dass es dann rauskommt. Ist jetzt völlig irrelevant, aber so kann ich natürlich die Lage tasten und noch einige andere Schlüsse ziehen. Also taste ich von rechts nach links und von links nach rechts, also von außen nach innen mit beiden Händen. So. Und versuche das zwischen meine Hände zu kriegen, was hier fest ist. Gebärmutter ist weich, also es ist jetzt nicht gerade eine Kontraktion, dass ich jetzt hier die ganze Gebärmutter tasten würde, sondern es ist ansonsten weich. Also was ich jetzt habe, ist Baby. So, Baby ist normalerweise nicht so breit, ein einzelnes. Das ist für mich noch ein Indiz. Also was soll hier sonst alles sein? Also wenn ich hier richtig reindrücke auch und fühle, wo fängt der Widerstand an, das ist nun mal schon hier und hier. Und das fühlt sich auch so recht fest an. Also ich kann da nicht, komme da nicht weiter. Das wird sonst unangenehm für mich. So, was ich noch taste, also hier fühle ich hart, irgendwas Hartes. Und hier drüben eben auch. So, was sonst man noch fühlt, eigentlich, wenn es eines ist, ne? Hier wäre 1, so. Dann hat man dann oben den Po, da einen Rücken. Hier vorne wird es dann so flach, weil die Beine und Arme verteilen sich irgendwie. Unten hat man auch eine Beule, fester, rund, kugelig, den Kopf. Und aber so von der Breite her gibt es so, also so breite Babys gibt es nicht. Ne? Also selbst wenn es so liegt, kommt man dann auch nicht so diese Breite, auf die ich hier komme. Meine, dieses Baby ist jetzt ein bisschen kleiner als ein Baby jetzt in der 24. Woche, das hier entspricht eher 20. Woche. Aber ja, also so viel dicker wird das Baby nicht innerhalb von 4 Wochen. So, was ich noch taste, erstmal die Breite, ist hier oben. Ich taste nach dem Po. Wo haben wir den Po? Heute gibt es kein Po. Also manchmal liegt das auch ein bisschen kreuz und quer, aber da muss man ein bisschen tiefer tasten. Da, hier ist der Po. Also hier ist jedenfalls ein Po, eine Beule. Ja, liegt ein bisschen nach hinten heute. Hier drüben.
Also so einen breiten Po hier, so breit, das gibt es gar nicht. Also das muss man mal erklären, wie das mit einem Baby geht. So habe ich bei den letzten Zwillingen auch gedacht. So, dann können wir noch gucken, ob ich einen Kopf fühle. Köpfe fühle ich nicht immer. Also manchmal fühle ich einen, manchmal fühle ich was breiter ist als einer, was also zwei sein könnten. Und manchmal weiß ich vielleicht gar nicht so richtig schlau daraus. Heute, was fühle ich heute? Eine Kugel ist da. Also ich finde Kopf und Popo eigentlich leicht zu unterscheiden voneinander, weil der Kopf ist doch deutlich härter und fühlt sich echt an wie so eine Kugel. Also Po ist weicher und heute fühle ich jetzt hier erstmal einen Kopf. Und ja, hier ist der Po. Und hier drüben fühlt es sich an wie ein anderer Po. Ich könnte auch sagen, welches der führende Zwilling ist. Der hat nämlich den Popo tiefer als der andere. Aber die wechseln sich immer mal ab. Also das liegt mal so, mal liegt einer hier oben in der Ecke. Aber nächstes Indiz, was auch wie in der letzten Schwangerschaft der Fall war, dass ich die Kindsbewegung hier vorne habe. In der letzten Schwangerschaft war das so. Da lag einer so und der zweite, der lag so und hat also nach vorne getreten. Und deswegen habe ich die Tritte vorne gespürt, wie bei so einem Sterngucker man das normalerweise tut. Und den habe ich kaum gespürt, weil der hat den anderen getreten, mehr oder weniger, und nach hinten. Also ich habe vor allem Tritte hier vorne und hier unten gehabt und das habe ich jetzt auch wieder. Ja, also nicht dieses klassische ein Baby, ne? Ein Baby, das tritt typischerweise hier rüben und hier unten fühlt man das Gekrabbel von den Händen. Und bei den Zwillingen das letzte Mal, da war das ganz seltsam hier unten gekrabbel und hier oben Tritte. Also wie von einem Sterngucker eigentlich. Und das ist jetzt auch wieder, dass ich hier unten und auch vor allem hier oben im Bauchnabelnähe habe ich einen Haufen Tritte-Bewegungen. Ja, genau. Das ist so alles, was mich denken lässt, dass das wahrscheinlich zwei sind. Und ich habe aber noch keine Ahnung, wie und wann sich das mit dem Ultraschall jetzt ergibt. Also mein Mann glaubt, dass es eins ist und ich lasse ihm auch in dem Glauben. Ich habe ihm von meinen Tastexperimenten nichts erzählt, groß. Ja, der kann sich dann verrückt machen, wenn das schwarz auf weiß hat. Und so lange mache ich mich halt alleine verrückt. Ja, nee, ich habe meinen Frieden damit gemacht. Wenn es zwei sind, sind es zwei. Eins wäre mir lieber, aber ja, zwei kann ich, solange es nicht drei sind.